Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute mal wieder auf dem Reizberger Hof in Vaterstetten. Die Eisenbahnfreunde Vaterstetten haben hier eine ganz große Spur-N-Anlage wieder aufgebaut mit 27 Modulen in Analogtechnik, die wir uns jetzt zuerst anschauen. Und dann gibt es auch erstmals hier in Vaterstetten zu sehen eine Digitalanlage als Teil, die aus 6 Digitalmodulen besteht. Und das schauen wir uns dann im Laufe des Videos auch an. Ich zeige jetzt hier erstmal die Anlage nochmal. Einige der Module habe ich ja in weiteren Videos schon gezeigt. Aber das war zum Beispiel noch nicht zu sehen mit dieser Stadtmauer und mit dem alten historischen Stadtturm. Hier eine kleine Schafherde. Jetzt kommt mal wieder ein Zug vorbei. Die Züge fahren hier in Analogtechnik, damit die Kinder des Vereins der Eisenbahnfreunde Vaterstetten die auch bedienen können. Das Schöne bei diesem Verein, der etwa 80 Mitglieder hat, 50% der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Und das ist wirklich toll. Das heißt ja immer, Modellbahn ist ein Hobby für ältere Männer. Und hier sind aber auch Mädchen dabei. Und das ist also wirklich schön, dass hier doch Jung und Alt gemeinsam was machen. Die Module sind in der Regel irgendwo so 1 Meter lang und 50 Zentimeter tief. Und die Module haben eine einheitliche Modulschnittstelle. Auch darüber habe ich schon mal was in einem Video gezeigt und erklärt. Und diese Module werden hauptsächlich von Kindern gebaut und Jugendlichen. Und die dürfen sich dann hier wirklich mit ihrer Fantasie verwirklichen, wie sie die Anlage bauen wollen. Dieser Anlagenteil ist noch Baustelle, großer Bahnhofsbereich. Der muss noch gestaltet werden. Aber es kann auch nicht alles von heute auf morgen auf einmal gehen. Dann kommen wir an einem großen Tierpark vorbei. Hier sieht man jetzt wirklich viel Liebe zum Detail hier beim Bau. Und das scheint hier ein größerer Bauernhof zu sein. Dann ein Stau an einer Bergstrecke. Kein Wunder, wenn hier ein riesen LKW in der Kurve hängt und nicht weiterkommt. Das ist jetzt auch eines der neueren Module hier, ein großer Kirmes-Volksfestplatz, der hier ganz aufwendig detailliert wurde. Ein Riesenrad gibt es, das bewegt sich zwar noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Und hier nebendran ein kleiner Feuerwehreinsatz. Dann mal eine etwas modernere Stadt, zumindest ein Vorort. Und hier sieht man schon den Wandel zwischen Altstadt und Moderne. Das ist halt oft auch in Städten so, dass eben ein Teil denkmalgeschützt ist und ein Teil dann eben nicht mehr. Hier wieder eines der kleinen Eckmodule, die man braucht, um auf Ausstellungen flexibel zu sein.
Dann wieder eines der Bahnhofsmodule. Das sind dann immer so Gleisabschnitte, die hier manuell geschaltet werden mit solchen Stellpultelementen, damit man hier einzelne Gleisabschnitte ein- und ausschalten kann, damit man auch mal Züge wechseln kann. Und das ist hier bewusst analog gemacht, damit das dann eben auch selbst im Alter von 8 bis 10 Jahren schon gut bedient werden kann. Jetzt bleibt der eine stehen, jetzt wird der andere in Betrieb gesetzt und fährt hier weiter. Die Baustelle habe ich schon mal gezeigt in einem der Videos über diese Anlage. Brückenbaustelle. Und jetzt kommt ein neues Modul, habe ich mir auch vorhin schon sagen lassen, hier mit einem kleinen Berg und einer Seilbahn und einem Ballon, der hier aufsteigt oder besser gesagt hier in dem Fall natürlich nur angedeutet ist. Radler auf einer Bergstrecke. Und jetzt sind wir hier so ziemlich am Ende des analogen Bereichs. Das ist jetzt hier ein Übergangsmodul, auf das ich jetzt gleich detaillierter eingehe. Ich zeige jetzt nur noch mal das Kehrschleifenmodul, dass hier auch dann die Möglichkeit besteht, dass die Züge kontinuierlich durchfahren können und wenden können. Und jetzt sind wir hier beim Matthias Reisinger. Hallo. Von den Eisenbahnfreunden Vaterstetten. Der ist hier verantwortlich für den Bereich mit der Digitalanlage, die hier seit einem Jahr das erste Mal öffentlich gezeigt wird und auch schon aber eine Zeit lang im Bau ist. Wie ist es mit dieser Anlage, Matthias? Die hat eine kleine Geschichte hinter sich, die besteht aus einem Teil, den ihr mal geschenkt bekommen habt. Genau, das wäre dieses Modul hier, dieses Eckmodul. Und die haben wir geschenkt bekommen. Und dann haben wir lange überlegt, was wir damit machen. Und haben uns dann entschlossen, da so eine Nebenbahn zu machen, die wir auch digital fahren, weil wir auch digitale Züge haben und einige von den Jugendlichen auch gerne mal digital fahren wollten. Und haben uns entschlossen, dass wir da so eine eigene Strecke, wir müssen nur kurz da runterdrehen, und dann eben ein Modul bauen, wo unsere normale Strecke durchgeht und wir dann... Das heißt, ihr fahrt ganz normal, ungestört, digital hier auf den beiden Durchfahrgleisen und hier fahrt ihr digital, analog war das andere. Genau, analog auf den Durchgangsgleisen. Und hier fahrt ihr digital und habt hier ein paar Abstellgleise und könnt hier Züge wechseln lassen. Und das Material, das ihr habt, das Gleismaterial. Also wir haben jetzt hier bei den von uns gebauten Modulen haben wir Minitrix-Gleise und bei den Modulen, die wir geschenkt bekommen haben, sind Peco-Gleise drauf. Fahren tun wir mit Minitrix-Zügen, gesteuert wird mit der Mobile Station, also mit 2 Mobile Stations, dass auch 2 gleichzeitig fahren können. Und die Weichen werden nach wie vor analog geschalten, weil die Module, die wir bekommen haben, schon im analoge Schalter hatten. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das alles so weiter. Matthias, wie lange bist du schon hier in dem Verein dabei? Und du selber vorher schon oder bist du über deine Kinder zum Verein gekommen? Zum Verein bin ich selber über meine Kinder gekommen. Ich selber habe vorher schon eine große Modelleisenbahn gehabt. Und wir haben einen Verein gesucht, wo eben Kinder viel machen können und sind deswegen auf die Eisenbahnfreunde Vaterstetten gekommen. Und ja, und da sind wir halt immer noch. Also meine Tochter war auch noch dabei früher, die ist jetzt nicht mehr so mit Eisenbahn. Aber mein Sohn ist nach wie vor noch dabei und der hat auch diese neuen Module gebaut. Also ich habe nur die Gleise und die Löten und die Technik gemacht und er hat die ganze Landschaft gemacht von eben diesem Anschlussmodul und den 2 Schlussmodulen hier. Und diese Digitalmodule schauen wir uns jetzt auch mal etwas näher an. Ich habe vorher schon mal nachgemessen. Diese Längenmodule haben jeweils 1,20 Meter als Länge und werden dann aneinander geschraubt. Und hier haben wir eben einen kleinen Endbahnhof dieser Nebenbahnstrecke mit der Möglichkeit, dass die Züge wechseln können. Und dann gibt es hier ein Eckmodul oder insgesamt dann eben 2 Eckmodule, die auf der Anlage sind. Das ist ein neu gebautes Eckmodul. Das hat 60 x 60 cm
Eigentlich wäre da auch noch ein Windrad dran, aber leider hat das gestern jemand abgebrochen. Oh. Das hätte sich auch gedreht. Ja, das ist auf so Ausstellungen halt leider doch manchmal der Fall, dass dann manche mit den Fingern schauen, statt mit den Augen. Genau. Und dieses Eckmodul hat ebenfalls 60 x 60 cm. Das ist jetzt ein Eckmodul, das hier ja der Verein geschenkt bekommen hat, das auch wunderschön detailliert ist. Und es ist eine gute Idee gewesen, hier diesen Bereich mit diesen 2,20 Meter plus 60 cm einfach fortzusetzen und ins Anlagengeschehen und ins Ausstellungsgeschehen der Eisenbahnfreunde mitzunehmen. Und hier wieder analoge Weichenstellhebel und Gleisabschnitt zum Ein- und Ausschalten wahrscheinlich. Ups, jetzt habe ich mein Fehler, die Weiche falsch gestellt. Und Ja, der sowas Zug kann war passieren. schon drüber. Das kommt davon, wenn man zur Kamera guckt. Ja, Fehler dürfen auch mal passieren. Ich schneide das nicht raus, weil man einfach zeigen muss, es darf auch mal Fehler gemacht werden. Genauso wie hier Kinder eben die Anlage bauen dürfen und gestalten dürfen, ihre eigene Fantasie dann hier der war noch nicht laufen ganz lassen. drin. Ah, der war nicht ganz drin. Ja. So, jetzt hat. Jetzt kommt noch mal ein weiterer Zug dann zum Einsatz und dann haben wir einen schönen Abschluss hier für diese Anlage. Hier fährt noch mal ein Analogzug vorbei, der jetzt durch die Kehrschleife fährt. Und inzwischen ist hier jetzt auch der digitale Zug mit Geräusch unterwegs. Sind schon weitere Module im Bau in Richtung digital, dass man das einmal noch verlängert? Nee, erstmal nicht. Also das ist erstmal so abgeschlossen. Man merkt, hier in der Halle ist einiges los. Es sind viele Familien da mit Kindern, manche ein bisschen kleiner und manchmal schreien sie dann halt auch, aber das gehört auch dazu. So ist das, genau. Und je früher, dass die Kinder dazukommen, desto besser. Gut, dann bedanke ich mich beim Matthias Reisinger hier für die Vorstellung dieser Spur-N-Anlage, dieses Digitalbereichs bei den Eisenbahnfreunden Vaterstetten. Ich habe mich gefreut, dass man das anschauen konnte und ich wünsche noch einen schönen Verlauf hier der Ausstellung dieses Tages Dankeschön. und auf vielen, vielen weiteren Ausstellungen.